Glück auf und Howdy aus Austin in Texas. Wir sind fast 2 Jahre hier und wir wollen mal aufräumen. Und zwar... Wir hatten eine ganze Menge Vorurteile. Haben wir immer noch. Über die Texaner, über das texanische Land. Sagt man texanische Land? Man sagt texanisches Land, ja. Ja, auf jeden Fall sind 10 Punkte dabei rumgekommen. Viel Spaß bei diesem Video. Jetzt werden die ganzen grünen, roten Wähler hier unter dieses Video kommentieren. Aber wir fangen an mit Punkt Nummer 10, der Umweltschutz. Ja, Umweltschutz ist hier echt kein Thema. Wobei, naja, das stimmt so nicht. Aber also, das ist das Vorurteil. Das Vorurteil war, die Amerikaner auf Umweltschutz. Und das soll... Naja, es ist so zur Hälfte wahr. Sagen wir mal so zur Hälfte wahr. Wir waren zum Beispiel am Strand und da gab es so kleine Muscheln bemalt mit Tieren. Das ist ja auch irgendwie Umwelt und die haben die angemalt. Naja, aber das ist doch eher Tierschutz, ne, als Umweltschutz. Und das kriegst du ja in Florida auch an jeder Ecke, ne? Ja, da hast du recht. Das ist, also das ist wirklich komisch, ne? Also irgendwelche lebenden Schnecken und Muscheln da anmalen und die dann verkaufen, finde ich schräg, ne? Also gut, wenn ihr die kaufen wollt, ist ja euer Ding. Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite, ne? Also das, was wir aus Deutschland ja gar nicht mehr kennen, sind diese Styroporverpackungen, ne? Ja. Oder diese in jedem H-E-B. Wer uns noch nicht zugeschaut hat, der AGB ist unser Supermarkt, ein HEB, egal. Auf jeden Fall gibt es da Plastik ohne Ende. Alles 3- und 4-fach eingepackt, da werden Orangen geschält, die auseinandergenommen, die in eine Verpackung, dann in eine zweite Verpackung, weil die verkaufen die dann in 10er-Containern, die irgendwie 3-mal eingepackt sind. Dazu gibt es Plastikbesteck ohne Ende, Strohhalme. Aber die haben aufgerüstet, die Tüten musst du jetzt bezahlen, ne? Nur bei unserem AGB. Wirklich nur bei unserem AGB. Wir haben Premium AGB. Bei uns muss man noch Plastiktüten bezahlen. Ja, und die sind gar nicht mal ganz so billig. Naja, also, 10 Cent oder was. Ne? Oder 20 oder. Ja, also das ist schon... Aber auf jeden Fall, Plastik ist hier wirklich, wirklich viel. Ne? Ja. Liebe Grüße an die Tina nach Houston. Die haben eine Strohhalmfabrik und die produzieren Plastik. Und da hat mit denen hatten wir uns getroffen. Schöne Grüße übrigens. Aber er hat was ganz Schlaues gesagt. Denn Plastik bringt ja auch Komfort. Ja. Ja, also wenn man die Deutschen fragt, irgendwie ja, Papierstrohhalme wollen sie nicht, ne, weil das schmeckt einfach nicht. Die nehmen dann teilweise Nudelstrohhalme. Und Nudelstrohhalme, ich weiß nicht, Digga. Also dann schmeißt er lieber Essen weg oder was, dann ist auch egal. Auf jeden Fall, Plastik ist hier wirklich, wirklich schlimm. Also ist wirklich schlimm auch, ne? Ist jetzt auch nicht so, dass das nur Komfort ist, sondern es ist wirklich schlimm. Ja, die fragen auch beim AGB immer, das Fleisch, sollen wir das, was schon eingepackt ist, in Plastik und Styropor, sollen wir das Fleisch nochmal in eine extra Plastiktüte, weil das darf ja nicht in Kontakt mit deinen anderen Lebensmitteln kommen. Ja, weil, warum eigentlich? In eine ganz dünne. Also diese Walmart dünnen... Stell dir mal vor, du kaufst Brokkoli für einen Vegetarier und dann hat das Schweinefleisch das berührt. Skandal. Skandal. Also nochmal 3-mal Plastik drum. Nein, also um das kurz zu machen, ne? Also das Vorurteil stimmt, würde ich sagen. Ne? Die Amerikaner und Umweltschutz oder die Texaner und Umweltschutz, anderes Level. Wobei, hier in Austin gibt es Mülltrennung. Ja. Tatsächliche Mülltrennung. Macht doch jeder. Also das macht doch jeder. Ja. Das ist auch in Ordnung. Und jetzt mal ehrlich, also die nicht machen, die nehmen schwarze Tüten, packen den Müll sowieso alles da rein, weil das sieht eh keiner und schmeißen die da. Also aber theoretisch hat Tina recht. Ja. Mülltrennung gibt es hier. Und das Mindset, das kommt schon langsam. Ne? Also du merkst schon irgendwie so diese grüne, ich hoffe nicht eure grüne Welle, aber so eine grüne Welle, die schwappt hier so ein bisschen rüber, ne, dass man so ein bisschen Bewusstsein bekommt, irgendwie mit der Natur nicht einfach verschwenderisch umzugehen. Ne. Das dauert halt. Das ist halt ein Riesenland. Ne. Und wir reden nur von Texas. Ja. So. Ja. Also ist Umweltschutz ist bestätigt oder nicht? Ist zur Hälfte bestätigt. Ich würde sagen, zu 70% stimmt das Vorurteil. Also Hälfte bestätigt, 70%. Warte, darüber muss ich nachdenken. Ich habe mich ja nochmal korrigiert. Großartig. Okay, also Umweltschutz, das ist uns aufgefallen hier. Das ist, wir haben wirklich gedacht, hier an jeder Ecke im McDonald's kriegst du noch die Styroporverpackung. Das ist gar nicht mehr so, ne? Aber du kriegst halt viel Plastik da. Ja. So, das ist einfach Fakt. Umweltschutz ist hier noch nicht ganz so groß. Platz Nummer 9 auf unserer... Wolltest du noch was sagen? Du hast ausgeholt. Ich wollte Platz Nummer 9 sagen. Ach so, ja, dann sag du doch Platz Nummer 9. Platz Nummer 9. Die USA, beziehungsweise in Texas, wir haben keine Krankenkassen und kein Sozialsystem.
Das stimmt. So, fertig. Platz Nummer 8. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich meine, wir kriegen ja ganz oft von euch die Fragen, so, hey, wie ist das Krankenkasse, Sozialsystem? Nee, du musst das unterscheiden. Du kriegst keine Fragen, ne? Da kommen dann die Kommentare derjenigen, die Bild-Zeitung und der Westen und so was lesen, ne? Und die sagen dann, ja, euer Krankensystem ist ja total teuer und schlecht und ihr habt ja gar kein Sozialsystem. Die haben in den Kopf, dass die Leute blutend auf der Straße liegen, wenn da was ist und nichts passiert, weil die keine Kreditkarte dabei haben. Ist das so? Nein, das war zumindest der nicht. Vorurteil. Nein, natürlich nicht. Es ist nicht so. Nein, ist auch nicht so. Jeder hat hier eine Krankenversicherung, mehr oder minder vom Arbeitgeber. Also wer hier einen Job hat und einen Arbeitgeber hat, der zahlt in der Regel auch die Krankenversicherung. Und die ist gar nicht mal ganz so schlecht. Nein. Ich meine, die ist meilenweit von dem, was in Deutschland los ist. Ja, das ist, also die Diskussion brauchen wir ja, glaube ich, gar nicht aufmachen, weil das ja dann politisch wird. Ne? Aber weißt du, der Deutsche denkt immer so, wir haben das geilste Gesundheitssystem der Welt. Ne? Und in Amerika ist alles schlecht, weil in Amerika alles bezahlt werden muss. Was die aber vergessen ist, dass die das ja bezahlen müssen mit ihrem Lohn jeden Monat. Ne? Das heißt, irgendwie, du hast dann vielleicht weil die 50% Abgaben, ne? Aber da zahlst du natürlich auch deine Krankenkasse mit. Hier zahlst du die Krankenkasse natürlich auch. Ne? Ja, aber der Arbeitgeber zahlt die meistens hier. Der Arbeitgeber zahlt die meistens hier, aber du musst halt deine Deductibles bezahlen. Das ist richtig. Ja, also Deductibles muss man vielleicht erklären. Ne? Das heißt, irgendwie die Selbstbeteiligung hier ist schon höher. Ne? Ja. Die ist zwar jährlich immer gedeckelt, ne? Also kommt auf die Versicherung natürlich an, die ihr habt. Ne? Gibt auch Leute, die zahlen 100%, da kann man so kombinieren, ne? Habt ihr auch schon mal gehört. Ne? Aber letztendlich ist es so, also ein Vorurteil ist, was hier schlechter ist, du musst gut verdienen, damit du hier eine gute Krankenversicherung kriegst. Das ist in Deutschland, glaube ich, anders. Wobei, auch da, ne, ich weiß halt nicht, wie es momentan ist mit guten Arztterminen und so in Deutschland. Ja, das stimmt, da sind wir raus. Ne? Da sind wir komplett raus. Jahren. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ne, ob man, also es wurde schlimmer, als wir Deutschland verlassen haben, dass man da irgendwie beim Facharzt oder so, außer du hast irgendwie eine private Versicherung oder was auch immer. Aber was wir so von den Freunden mitkriegen, ist, dass es rapide bergab geht. Aber das Krankenkasse, da machen wir mal ein ganz eigenes Video drüber und dann werden wir sehr politisch. Und ich weiß, ihr wollt es auch. Ihr wollt über uns herziehen und die anderen wollen uns unterstützen. 50-50 Chance. So, aber wir haben das Sozialsystem noch vergessen. Ne? Das heißt irgendwie, das amerikanische Sozialsystem oder auch in Texas hier, das ist schon erheblich anders als in Deutschland. Ne? Während in Deutschland dir eigentlich ja nichts passieren kann, ne, weil der Staat dich immer auffängt, egal ob du Bock hast zu arbeiten oder nicht, ist das hier anders. Ne? Das heißt irgendwie, dieses Sozialsystem, das ist da. Ne? Also das ist ein Vorteil, es ist da und ich muss auch als Arbeitgeber in dieses Sozialsystem einzahlen und der Arbeitnehmer auch. Ne? Der hat so einen Anteil. Ne? So, das geht auf das genauso wie in Deutschland. Aber die Hängematte, ne? Die Hängematte fehlt. Die fällt nach 3-4 Wochen runter, ne? Weil der Staat einfach sagt, pass auf, irgendwie jetzt ist 3-4 Wochen um, ne? Jetzt müsstest du aber mal gucken, dass du wieder an Land kommst. Ne? Also dieses Langzeitversorgung gibt's hier nicht. Nein, nee, gibt's absolut nicht. Aber insofern würde ich sagen, das Vorurteil ist zu 50% bestätigt. Oder wie du sagen würdest, du 70%. Das ist so 50-50. Egal, ja, also Krankenversicherung, Sozialsystem, ob's gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Ne? Ich glaube, in Deutschland kannst du unbekümmerter zum Arzt gehen, weil du dir keine Gedanken machen musst um Deductibles oder was auch immer. Ne? Ja. Zahlst allerdings jeden Monat, ob du willst oder nicht, ne, von deinem Gehalt. Das heißt, du hast mehr Geld hier eigentlich über. Das ist meine Meinung. Ne? Und für uns trifft es auch zu und für meine Mitarbeiter trifft es auch zu. Wir reden über Texas, ne? Über unseren kleinen Fleck hier. Das wird in Kalifornien ganz anders sein. Da ist es noch schlimmer eigentlich. Und egal. Auf jeden Fall Platz Nummer 9, Krankenkasse, Sozialsystem, check. Ja. Platz Nummer 8. Amerikaner sind mega verschwenderisch und können nicht mit Geld umgehen. Das ist teilweise richtig. Jetzt würde ich sagen 50-50. Also die sind verschwenderisch, aber viele können sich das leisten. Und die es sich nicht leisten können, die schnallen das gar nicht, weil die sofort zur Bank gehen und irgendeinen neuen Kredit bekommen und dann in so einen Teufelskreis gehen. Und da hast du recht, die können nicht mit Geld umgehen. Aber ich sag mal so, die Verschwendung hier, die kommt natürlich daher, dass hier viel, viel höhere Verdienstmöglichkeiten sind und die ganze Gesellschaft hier auf Konsum aufgebaut ist. Und er hat ja mal so ein, darf ich das sagen? Nein, in der Regel immer nein. In der Regel nein. So eine Farbe wie eine Wiese, Idiot, in meine Kommentare geschrieben. Egal. Nein. Also, verschwenderisch. Ich finde, die Amerikaner sind auf der einen Seite super verschwenderisch, ja. Auf der anderen Seite, und das finde ich so faszinierend, sind sie alles andere als verschwenderisch. Weil mit Couponing, ne, also diese Coupons, mache ich ja auch. Bei jedem Einkaufen gucken, dass ich irgendwie, außer letztes Mal habe ich den Kaffeekupon vergessen. $2. $2. Das werden wir nie wieder reinkriegen. Das werden wir nie wieder reinkriegen. Nein, das ist wirklich ärgerlich.
Aber also durch Coupons sparen oder aber auch im Restaurant das Essen mitnehmen. Ständig. Jedes Mal kann ich eine Box haben, nehme ich das Essen mit, weil Essen gehen hier ist teuer. Dann nehme ich das mit nach Hause und habe auch Und noch das machen aber alle. Ne? Ja. Also in Deutschland war es immer so, dass irgendwie, ja, ich nehme doch keine Box mit, das ist für alte Leute oder sowas. Ne? Oder hey, ich kann es mir leisten. Ne? Hier sitzen Millionäre neben dir im Restaurant, ne? Die du natürlich nicht erkennst. Ne? So, und selbst die nehmen hier eine Box mit, weil die sind einfach nicht verschwenderisch. Wenn die verschwenderisch wären, hätten die keine Millionen. Das mal nebenbei. Ne? Was die Amerikaner hier ganz früh lernen, ist der Umgang mit Geld. Ne? Also während in Deutschland ja lieber, Goethe gelehrt wird, ne? Wird hier halt das Finanzsystem gelehrt. Ich will gar nicht schlecht drüber machen, aber ich will einfach nur auf die Unterschiede, kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen. Ne? Aber die Amerikaner lernen hier sehr früh, was es bedeutet, Geld zu haben, Geld auszugeben und Geld zu bekommen. Ne? Und darum sind die zwar verschwenderisch, aber auf einem anderen Level. Und die verschwenderisch sind und das nicht abfedern können, die haben hier ein Riesenproblem. Ja, das stimmt. Also weil ne, siehe Punkt 9, Sozialversicherung, dann hast du hier ein Problem, ne? Weil die Gesellschaft sagt, pass auf, wenn du das ausgegeben hast, ne, und du damit nicht rechnen kannst, ist das nicht mein Problem als Gesellschaft. Ne? Da musst du hier dir mal ein bisschen Bildung aneignen. Ne? Ja. Das ist leider bei wenigen so. Aber da sind wir schon bei Punkt Nummer 7. Euer Vorurteil oder das Vorurteil auf Platz Nummer 7 ist, Amerikaner haben keine gute Bildung. Ja. Und da möchte ich gerne widersprechen. Ich möchte da echt widersprechen. Und zwar vehement. Vehement. Amerikaner haben eine ausgezeichnete... wir verallgemeinern ja. Ja, okay. Was ist da? Nicht allgemein. Weißt du, das sind 320 Millionen Menschen leben hier. Ne? Jetzt zu sagen, die Amerikaner haben keine Bildung, ist schräg. Geht nicht. Okay, dann lass es mich so ausdrücken. Hier in Texas, das, was ich bis jetzt mitbekommen habe, das ist schon sehr individuell, ist die Bildung aufgrund dessen, was sie brauchen, sehr gut. Also, in Deutschland sehe ich das so, es ist total wichtig, Goethe rezitieren zu können. Es ist ja auch wichtig. Ist ja Kulturgut. Also ich finde, das darf man auch nicht verlernen. Nein, natürlich nicht, aber nicht so einen Fokus darauf haben. Also ich habe übrigens alle Bände von dem gelesen. Ne? Der hat ja dieses Reklam gemacht, glaube ich. Ne? Ich glaube, ich habe Reklam 1 bis 4 gelesen. Geiler Titel eigentlich. Geiler Titel. Reklam ist super. Finde ich mega. Vor allem waren die immer so klein, da konntest du einmal in der Nacht durchblättern. Nur die Anmalbilder. Oh mein Gott, ich erinnere mich noch an eine Nacht Iphigenie auf Tauris. Bitte nicht. Lass uns bei der Bildung bleiben. Das ist Bildung. Ja, aber bei der echten Bildung. Nein, also in Amerika ist es, oder in Texas, ne, ist es tatsächlich so, was wir mitbekommen von unseren Töchtern, ist es mehr auf das Leben ausgerichtet. Das heißt, Thema verschwenderisch, und die haben wirklich Fächer wie Ökonomie, Wirtschaft, Geld. Gut, das gibt es ja in Deutschland auch. Ne? Aber in Deutschland aber nicht als Pflichtkurse. Nicht als Pflichtkurse, und in Deutschland setzt es auch erst später ein, ne, diese Bildung. Ne? Also in Deutschland baut man ja erst so ein Grundwissen auf. Ne? Und dann geht es eigentlich erst, wenn man sich spezialisieren will, kann man sich natürlich alles aussuchen in Deutschland. Ne? Also du kriegst in Deutschland, glaube ich, eine hervorragende Bildung. Wobei, und das muss ich kurz einwerfen, ja, wir haben ja Volker getroffen. Ne? Ja. Also Volker ist tatsächlich seit 17 Jahren der einzige deutsche Professor hier an der Universität in Texas, seit 17 Jahren hier. Und hatte vorher eine Professur in Deutschland, und den habe ich tatsächlich mal interviewt, weil mich das wirklich auch interessiert. Denn mein Professor, als ich studiert habe, hat zum Beispiel Overhead-Folien aus den 70er Jahren aufgelegt. Ne? Und ich bin jetzt auch nicht so alt, ne? So für Volkswirtschaftslehrer. Und ich habe ihn gefragt, wo denn die Bildung, also an der Universität, besser ist. Ne? Und ihr müsst wissen, dass die University of Texas ist eine Public Uni. Ja. Ist keine Private Uni. Ne? So, und er meinte, er hat eine ganz klare Meinung dazu. Er sagte, in Deutschland ist es so, die deutschen Professoren, die müssen kein Research betreiben. Das heißt, sie sind ja Angestellte beim Staat, ne? Und legen sich da natürlich oft, nicht alle, ne? Also ich will ja gar nicht über den Kamm scheren, ich hatte super Professoren auch hinterher im Hauptstudium, ne? Aber die können sich in die Hängematte legen, ohne dass passiert. Die werden halt nicht nach Leistung bezahlt. Das ist hier anders, ne? Also hier werden die Professoren nach Leistung bezahlt. Das heißt, jeder Professor unterrichtet immer ein Semester, und ein Semester ist halt Research. Und die werden halt anhand der Veröffentlichungen extra bezahlt. Jetzt kann man sagen, okay, veröffentliche halt nichts, habe ich auch ein gutes Leben, da ist halt ein großes Grundgehalt. Das ist ja nicht der Antrieb. Ne? Und er sagte, der Content, also der Inhalt, der hier gelehrt wird, der ist viel, viel aktueller als das, was in Deutschland auf den Projektoren landet. Da ist er zumindest von überzeugt. Ich meine, er hat ja nun mal 1A Connections dahin, darum glaube ich ihm das einfach auch mal. Und ich glaube, der Proof ist erbracht mit meinem Volkswirtschaftsprofessor. Das ist, also der Content hier ist besser, ne?
Kommt natürlich immer darauf an, was ihr wo studiert. Ne? Das ist so. Ne? Aber in dem Bereich, wo ich mich drüber unterhalten habe, ist er halt der Meinung, US-Bildung an Universitäten ist deutlich besser als in Deutschland. Aber auch deutlich teurer. Aber auch deutlich teurer. Genau, kann sich auch nicht jeder leisten. Wobei dafür gibt es jede Menge Stipendien. Und wir waren jetzt auf so einem Barbecue-Cook-Off. Das habt ihr bestimmt bei der einen oder anderen Story von uns gesehen. Die haben da Gelder gesammelt für Stipendien, für die Uni hier, damit es sich immer mehr und mehr Kinder leisten können, auch zur Uni zu gehen und diese Bildung zu genießen. Genau, also es kann ja jeder zur Uni gehen, die kriegen alle einen Kredit hier, ne? Also die meisten zumindest, glaube ich. Ne? Ja. Aber du startest halt dann mit immens viel Schulden ins neue Leben nach der Uni. Ne? Das finde ich jetzt nicht so gut, ne? Aber ich sag mal so, die Leistung der Professoren, und das verstehe ich dann schon, die muss ja auch irgendwie bezahlt werden. Ne? Also warum sollte der sich kostenlos dahinstellen? Ne? Klar, der kann dann ein deutscher Beamter werden, ne? Irgendwie und sagen, ist mir doch völlig egal. Dann hast du die Bildung halt nicht so. So, Punkt, das ist meine Meinung. Also Bildung, Vorurteil, USA, auf meiner Sicht völlig daneben. Aus meiner Sicht auch nicht. Völlig daneben. Ja. Alright, kommen wir zu dem wichtigsten Thema auf ganz YouTube, wo es die meisten Fragen vergibt. Platz Nummer 6 sind die Waffen. Nicht Waffeln? Nein, nicht Waffeln. Wir haben einen an der Waffel, aber... Du besonders, nein. Ja. Genau, die Waffen, das ist ein Riesenvorurteil. Ne? Ja. Also das ist wirklich ein Riesenvorteil. Alle Texaner laufen hier schwer bewaffnet mit Colt an der Seite rum und ballern sich hier den Weg frei. So, wie oft hast du schon ein Open Carry hier gesehen? Tatsächlich ein einziges Mal. Ja. Ein einziges Mal. Und das war noch nicht mal, glaube ich, ein Texaner. Ich glaube, das war irgendein... No, das war ein Texaner. Meinst du wirklich? Ja. Ich glaube, das war ein Tourist. Ne, ich glaube, das war so eine Hispanic-Familie. Also ich weiß, welche Situation, ich habe zwei gesehen, ne? Aber die Situation, die du meinst, die war oben in der Domain. Ne? Ja, genau. Genau, da hatten die ihre Cowboyhüte und dann irgendwie, genau, an diesem Automaten, ne? Ja. Am Cupcake-Automaten. Total süß. Und dann hatten die aber so verzierte Colts. Ne? Ja, genau. Das war für die vielleicht ein Accessoire. Ne? Unsere Nachbarn hier und unsere Freunde, die sind der Meinung, wer Open Carry macht, ist ein Assi. Ne? Also vergleichbar mit euren Assis ist man hier ein Assi, wenn man Open Carry hat. Und darum in Austin zumindest, ne? In unserem Universum, ich rede nicht von Amarillo oder was, ne? Läuft ja keiner mit einem Open Carry rum. Ne? Nein. Ob die verdeckt sind? Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Das glaube ich noch nicht mal. Nee. Also wirklich mit den Leuten, mit denen ich Viele mich nicht. unterhalten. Die sagen alle, Waffe, nee, absolut nicht. Ich gehe mal schießen, kein Thema, macht ja auch irgendwie Die haben alle Spaß. einen im Haus, ne? Also das schon, ne? Na, Aber weiß hier ich gar Michael, nicht. Jackie haben eine, ne? Das Hier, der weiß Chris ich hat, gar ja, ich schon. Ich weiß sogar, wo die ist. Ich weiß es nicht und ich will das gar nicht wissen. Nein, aber die haben schon viele Waffen hier im Haus, ne? Aber dass sie damit rumlaufen und wild um sich fuchteln, das ist ein Vorurteil, das ist Quatsch. Ne? Also ich glaube, das, was man in den Zeitungen und Medien liest, ne, ist halt wirklich, sind die Extremsituationen. Ne? Klar, sonst würdest du es nicht in den Medien lesen. Ne? Aber bei 320 Millionen, ich glaube, das ist krass hier. Ne? Also ich finde schon allein, also krass ist, dass man die Dinger hier offen kaufen kann. Ja. Ne? Mein Gott, sollen sie damit rumlaufen, ist mir egal. Ich glaube Dafür passiert relativ wenig, finde ich. naja, also relativ wenig ist es, also USA betrachtet, Der USA betrachtet, ich meine hier jetzt. also hier in Austin relativ wenig. Ja, relativ wenig. Relativ wenig. Aber Irgendwann mache ich mir mal den Spaß und stelle mal alle Messerangriffe in Frankreich und Deutschland mit tödlichem Ausgang gegenüber den Schusswaffenverletzungen in Texas. Denn Texas ist ja 2,5 Mal größer als Deutschland, also muss man ja Frankreich und Deutschland eigentlich nehmen. Ne? dann werden die beiden schlechter abschneiden als Texas. Meinst du? Todesfolge? I have no clue. Müssten wir mal ausprobieren. Ist auch nicht unser Thema. Also Genau. grundsätzlich unser Vorurteil war ja, wir kommen hier hin und jeder hat irgendwie eine Waffe und trägt die auch offen, weil es ja ein Open Carry State und das ist definitiv nicht so. Ihr werdet hier in Austin glücklich sein und ihr werdet hier sicher sein und ihr müsst keine Angst haben, dass hier jemand mit einer Waffe rumläuft, die ihr seht. So, kurz mal einschränken. Der Vogel ist auch geil da hinten, der versucht die ganze Zeit unseren Baum zu befruchten. Ich drehe jetzt nicht um, egal. So, Okay, das war Platz Nummer 6. Platz Nummer 5 ist, dass Texas super konservativ ist. Ja, ist so. Es kommt darauf an. Nee, definitiv nicht. Doch, es kommt darauf an. Also Austin ist nicht super konservativ. Ja, und das stimmt auch nicht. Austin hat mega Werte, aber Austin ist modern, Austin ist offen, Austin hat in allen möglichen Sachen eine Szene. Ihr seht, da stimmen wir nicht überein. Ne? Nee. Das ist so. Ne? Also Austin hat einen demokratischen Bürgermeister. Ja. Die Hoheit der Sitze ist republikanisch hier. Das heißt, egal was der beschließt, es wird immer dagegen geschossen. Also von der Politik her. Ne? So, und
Also die Texaner, die ich kenne, hier gibt es nicht einen Demokraten, den ich kenne, außer die deutsch Eingesetzten. Ich meine, konservativ. Konservativ. Ich kann das Wort noch nicht mal aussprechen. Ja, alter Schwede. Konservativ, finde ich, hat nicht zwingend was nur mit einer politischen Einstellung zu tun, sondern konservativ hat für mich was auch mit rückständig zu tun und vielleicht nicht ganz so modern und nicht ganz so offen gegenüber anderen Lebensweisen. Ja. Und da ist Austin mega offen gegenüber allen Lebensweisen. Und trotzdem können die alle konservativ sein. Also das stimme ich überhaupt nicht zu. Also ich würde mal sagen, irgendwie 80% der Leute hier wählen republikanisch. Ne? So, das ist einfach so. Na klar, Austin ist offen und Austin hat auch so eine Gay-Szene hier und alles. Ne? Warum auch nicht? Ey, das ist halt, das eine schließt das andere ja nicht aus. Aber das habe ich ja schon so oft gesagt. Weißt du, du hast hier nur 2 Parteien. Ne? So, du hast hier nur Blau und Rot. Und das ist aber nicht schwarz-weiß, sondern du hast auch viel dazwischen. So, und jetzt zu sagen, irgendwie alle Republikaner sind so und alle Demokraten sind so, das passt einfach nicht. Ja, ich wollte das einfach nur mal weg von der politischen Ebene nehmen. Das schaffst du aber nicht, wenn sie konservativ sagt. Doch. Also, wo ich zustimme, ist, dass hier unglaubliche Werte gelebt werden. Das stimmt. Ja, das ist so. Aber ich weiß nicht, ob das an der rot-blauen Ausrichtung liegt oder ob es an den Werten liegt der Religion. Ne? Denn die sind natürlich hier alle sehr, sehr, also viele sind sehr gläubig. Ne? So, und die stehen dazu. Also die sind jetzt nicht katholisch und die sind auch nicht evangelisch. Die haben ja dann ihre eigenen Richtungen da. Ne? Die meisten sind, glaube ich, aber doch protestantisch. Ne? So in die Richtung evangelisch. Baptistisch. Ne? Baptistisch, genau. Ja. Und das merkt man hier schon. Ne? Also die leben die Werte auch. Ne? Also zumindest jetzt in dem Zirkel, wo wir uns hier so bewegen. Ne? Und das ist auch nicht schlimm. Also das sind jetzt keine extremen Katholiken oder so. Ne? Gar nicht. Die sind total lieb und nett. Und ja, vielleicht ist das so, dass das hier so ein bisschen die Atmosphäre ist. Ne? Aber was ihr seht ist, das Vorurteil, dass alle in Texas sehr konservativ sind. Wir sind uns da selber nicht ganz einig und insofern würde ich das nicht bestätigen. Das ist ein konservativ-roter Staat mit unglaublich guten Werten. Ne? Und es gibt ein paar, die anderer Meinung sind. Das ist auch in Ordnung. Weißt du, hier in dem Staat darf man noch anderer Meinung sein. Oh ja, Gott sei Dank. Und wir dürfen uns auch unterhalten. Und ich respektiere deine Meinung. Ich respektiere deine Meinung auch. Aber ich gehe gleich vorne auf die Straße und protestiere gegen deine Meinung. So. Können wir uns darauf einigen, dass du falsch liegst? Wir können uns darauf einigen, dass wir beide eine Meinung haben. So, wie dem auch sei. Das war Platz Nummer 5 unserer Vorurteile. Ihr seht, da waren wir uns nicht ganz einig. Platz Nummer 4, ich denke mal, da sind wir uns schon wieder einig. Und zwar geht es bei Vorurteil Nummer 4 um... Amerikaner sind extremst patriotisch und sehr stolz und nationalliebend. Das stimmt. Also das unterstreiche ich voll. Und ich meine, hier werden Firmen gegründet, die den Anschein erwecken, das hat irgendwas mit der Fahne zu tun hat oder mit Patriotic oder sowas. Ne? Da stehen die Amerikaner drauf. Ne? Jeder Veteran hier bekommt unfassbare Prozente, der kriegen eigene Parkplätze bei jedem Event. Ne? Die sind sehr patriotisch und stolz. Und das hat mal gar nichts. Und hört auf mit den Kommentaren mit Nazi oder so zu tun. Ne? Überhaupt nicht. Das ist null so. Ich wünsche mir das für Deutschland eigentlich auch, ne? Dass man das irgendwie, wo man herkommt und das Land, wo man lebt, dass man sagt, ey, ich finde das cool hier, ne? Und ich bin richtig stolz, hier zu leben. Ne? Und das hat überhaupt nichts mit Nazi und Rechtsextrem zu tun. Ich sag mal, 70% meiner Freunde haben alle Migrationshintergrund. So what? Ja, wir sind auch Migranten. Total. Und ich würde es sogar noch mal gucken von einer anderen Perspektive des Lokalpatriotismus. Der ist auch riesig hier in Austin. Wir haben einen Wodka, der heißt Deep Eddy Wodka. Wir haben einen Tequila, der heißt 512 Tequila. Das ist die Vorwahl von Austin, ist 512. Ja. Alles hat hier irgendwas mit Austin zu tun, die Namen ATX, überall. Und es gibt natürlich auch so Challenges untereinander. Ne? Also die aus Dallas, die sagen, Austin ist natürlich nicht Texas. Ne? Das ist hier die woke Gegend. Ne? Das ist Kalifornien. So die aus Austin sagen, boah, Houston ist furchtbar. Das hat ja mit Texas nichts zu tun. Das ist nur Öl und Gas und Dreck. Also die sind schon sehr lokal patriotisch hier auch. Ja, ne? und das sogar innerhalb der Stadt dann auch. So der neue Osten. Ja, der neue hippe Osten. Ne? Es gibt zum Beispiel jetzt bald South by Southwest. Und im Osten, die Partys, die Bars machen jetzt ein East by East, bla bla bla. Das fand ich total lustig. Gute Veranstaltung. Also da machen wir auch noch mal ein Video drüber. Ne? Diese Woche oder nächste Woche geht's los, ne? Am Freitag. Am Freitag geht das South by Southwest SXSW Festival los. Das ist eines der größten der Erde und ist so aufgeteilt in Musik. Also ganz viele Filmstars sind hier, Celebrities präsentieren ihre neuen Filme und sowas. Da ist hier die Hölle los. Wer also Pech hat, in dieser Woche in Austin zu sein, der kann sicher sein, dass der Hotelpreis 5-fach kostet. Ne? Aber da machen wir mal ein Video zu. Ja. Auf jeden Fall patriotisch und stolz. Texaner, absolut, ist kein Vorurteil, sind die.
Dann kommen wir zu Platz Nummer 3. Ich muss so Trommel. Letzte. Vorurteil Nummer 3. Alle Texaner sind oberflächlich, aber höflich. Also höflich unterstreiche ich, oberflächlich unterstreiche ich nicht. Ja, ich finde, die sind mega höflich. Fangen wir erstmal damit an. Mega höflich. Egal wo du bist, jeder ist nett zu dir, wenn du im Supermarkt bist und irgendwo vorbei möchtest. Immer, oh sorry, excuse me. Wenn jemand irgendwie... Entschuldigung, dass ich dich überfahren habe, das war mein Fehler. Blutest du? Ach Mensch, hier ist ein Taschentuch. Nein, die sind wirklich Nein, die höflich. sind so freundlich. Also so das mit dem Oberflächlichkeit, ne, das kann man auch nicht verallgemeinern. Also wir kennen auch welche, die sind sehr oberflächlich. Hier der eine Vogel, weißt du, der sich dann irgendwie, den wir getroffen haben und das war total deep, haben wir gedacht, ne, und dann hast du nie wieder von dem gehört. Ne. Also die sind schon auch oberflächlich, aber es ist die Ausnahme. Es ist erstens die Ausnahme und ich glaube, es liegt aber auch an dir, wie du selber damit umgehst. Amerikaner ziehen halt, wenn ich verallgemeinere, Amerikaner ziehen sehr viel mehr um als wir Europäer. Definitiv. Sehr viel mehr. Das heißt, das ist der Grund für die Holzhäuser. ja, lohnt sich halt sonst nicht. Ach so. Und dadurch, dass sie so oft umziehen, ist es natürlich, Beziehungen aufrechtzuerhalten und denen Wert zuzumessen, nicht so, wie wir das noch aus Europa kennen. Allerdings, wenn du mit denen dich so verhältst, wie du dich in Europa verhältst, nämlich Kontakt aufnehmen und pflegen und immer wieder einladen und so, dann ist das eine verdammt tolle Beziehung. Ja, und dann hält das über Staaten. Ne? Ja. Also den Nachteil, den wir ja haben, ist, wir sind ja hier hingezogen nach langen Lebensjahren und die Amerikaner, die bauen halt, also die Texaner sowieso, ihre Freundschaften schon in Highschool und so auf, ne? Und dann gehen die jetzt aufs College, bauen da noch was auf. Also die haben viel längere Zeit für Boundaries, als wir hier haben. Das ist so. Ne? Also gab ja auch die Frage, wie schwer ist es, Freunde zu finden. Also ich unterscheide zwischen Bekannten, guten Bekannten und Freunde immer. Ne? So richtig echte Freunde, ich glaube, das dauert einfach. Ich glaube, das ist möglich hier und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg mit ein paar. Ne? Ja. Also wo ich wirklich sage, boah, wenn da jetzt was ist, mit dem kannst du Pferde stehlen. Ne? Aber das ist halt ein langer Weg. Ne? Aber mal ganz ehrlich, es ist in Deutschland auch ein langer Weg. Oh ja. Wenn du irgendwo hinziehst oder in eine neue Stadt oder was auch immer, ne, so, und dann trefft ihr euch da 2-3 Mal und hast das Gefühl, hey, alles passt, ne, aber glaub mal nicht, dass du dich auf den so verlassen kannst, irgendwie, wenn da nach 2-3 Wochen, wenn da wieder was anderes ist, ne. Nein. Also das dauert auch Zeit, ist ja normal im Leben, ne, Freundschaften dauern Zeit. Genau. Also, Vorurteil, höflich, auf jeden Fall, oberflächlich, teilweise eher nicht. Also unsere Erfahrung. Unsere Erfahrung. So ist das. Dann Vorurteil Nummer 2. Alles ist größer in Texas. Oh ja. Das kann ich euch sagen, das ist hier schon eine andere Dimension. Ne? Das geht beim Burger los, das geht über Fleisch los, über die Essen, über die Gebäude, ne? über die Entfernungen, über die Autos. Die Autos sind riesengroß, aber die Straßen sind auch groß genug dafür. Ja. Weißt du noch, als wir zurück in Deutschland waren, über Weihnachten, wie klein uns die Straßen, die waren ja wirklich immer normal groß. Klein und schnell. Hier Klein ist alles und schnell. Groß und langsam und trotzdem reißen die ihr Lenkrad rum und keiner weiß warum. Nein, aber es ist wirklich alles riesengroß hier. Das stimmt. Also die Dimensionen sind hier anders. Das ist halt ein riesenweites Land. Also wenn du nach Austin oder nach Houston oder nach Dallas fliegst, ne, und du kommst hier hin, dann denkst du so, boah, das ist diese Weite, weil du auch in Dallas vielleicht nicht, ne? Aber wenn du hier in Austin bist, du siehst halt bis zum Horizont. Ne? Hier ist halt auch, bis auf Downtown sind hier keine Hochhäuser oder sowas. Ne? Und das gibt dir ein ganz anderes Gefühl. Ne? Also stimmt. Alles ist größer. Wenn du eine Portion hier kriegst, auch bei Mexikaner, ne? Egal, du kannst auch einen Starter bestellen. Also ich weiß nicht, wie viel ihr esst, ne? Aber wenn ihr einen Starter bestellt, bei einem Mexikaner hier, bei einem echten Mexikaner, nicht bei so einer Taco-Kette, ne? Dann werdet ihr auf jeden Fall satt. Auf jeden Fall. Also, und die legen auch nach. Also da kennen die auch nichts. Die würden auch nochmal Reis nachschütten. Ne? Fleischportionen hier, irre. Ja. Wirklich irre. Irre. Also die hauen sich da eine ganze Kuh rein und sagen, dann kann ich noch einen Nachtisch haben. Ich verstehe es einfach nicht. Das ist aber eine super Überleitung, finde ich. Ich wollte eigentlich gerade noch sagen, was hier auch größer ist. Oh. Und ja, das sind die Insekten. Ja, Ehrlich. das stimmt. Die Käfer. Oh Gott, die Käfer und Insekten, das ist hier schon. Ja. Die Schlangen sind auch größer als in Deutschland, weil in Deutschland gibt es vielleicht einen Kreuzotter. So. Ich habe gestern erst wieder eine gesehen, die war 3 Fuß lang. Was ist 3 Fuß? Etwas über 1 Meter. Ne? Also wenn es ein Babyfuß ist, ist das halt einmal so. Ne? So. Wenn es ein Nein, aber Erwachsenenfuß ist, ist das so. Ne? Die war riesig. Also die war wirklich riesig. Ich fand es total toll, faszinierend.
Ja, das ist anders hier. Das ist wirklich alles ein bisschen larger. Ja. Es ist übrigens so, ihr müsst mal, Fun Fact am Rande, ne, habe ich glaube ich schon mal irgendwo geschrieben, ne, aber wenn ihr den Flughafen Dallas-Fort Worth euch nimmt und ausschneidet und in dem gleichen Maßstab nach Osten schiebt, dann ist der Flughafen Dallas-Fort Worth größer als ganz Manhattan. Wow. Fun Fact, cool, ne? So, warte, jetzt blende ich bestimmt irgendwas Lustiges ein, haha. So, also das ist wirklich so, es ist definitiv alles viel, viel größer weiter hier. So, aber das bringt uns zu dem Top-Vorurteil, was wir alle hatten und was ihr bestimmt auch alle habt. Amerikaner essen nur Fastfood und sind fett. Genau, das ist wirklich Vorurteil Nummer 1. Alle Amerikaner sind riesig fett. So, und ich mag dieses alle Amerikaner nicht. Ne? Also da kriege ich ja immer auch Puls bei. Ne? Wenn die deutsche Presse schreibt, irgendwie alle Amerikaner und Fastfood, ja, gibt es hier. Es gibt hier total viele Fastfood-Ketten. Ich meine, Fastfood kommt hierher. Ich meine, guck mal, wie viele Fastfood-Ketten es hier gibt, und die sind alle nicht gesund. Egal, was die schreiben. Gar nicht kennen. Ne? Aber Arby's. Wir haben das Fleisch, ja. Die durften nicht nach Europa, weil da eigentlich gar kein Fleisch drin ist. Ne? Ja. Das ist wirklich teilweise wirklich Dreck hier. Aber also unser Vorurteil war ja, hey, wir fahren nach Texas, Land des Fleisches und der Burger. Ne? Und du kommst hier hin und siehst nur so überquallende Hüften. Ne? So, und das muss ich sagen, das hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Weil du bist ja so ein Freund davon, ne? Also die Texaner, die sind richtige Kerle. Ne? Ja. Die sind groß, die haben dann einen Bart, ne? Die sind muskulös. Also wenn wir ins Studio gehen, also das ist irre, was da rumläuft. Also von wegen Fett, ne? Also ich glaube aber, das gibt zwei Extreme, ne? Also entweder gibt es die Amerikaner, die dann diesem Fastfood-Wahn verfallen, ne? Oder es gibt die Extremen, die morgens um 5 ins Studio gehen und sich aufpumpen, ne? Und davon gibt es halt echt viele hier. Sehr, sehr viele. Fitness ist hier eine große Nummer, aber auch gesunde Ernährung. Also wir haben jetzt mittlerweile auch sehr viele Fastfood als gesund. Ne? Ja. Mehr oder minder gesund. Ja, das stimmt. Ne? Also ich schaue mir Sweet Green an. Oder, ich glaube, das gibt es in Deutschland auch, ne? Sweet Green. Ich bin mir nicht sicher. So ein Vegetarierladen. Da gehe ich eigentlich nie rein, außer ich muss auf Toilette. Aber das ist, also das ist so. Nein, aber du hast schon recht. Also das geht schon rüber. Ne? Ich kenne auch viele Texaner, die auch dem Alkohol abgeschworen haben. Ne? Ja, also, total. Das ist so, ne? Das ist so, die trinken dann Wässerchen und freuen sich dabei. Das ist auch alles in Ordnung. Ne? Also das stimmt nicht, dass die Amerikaner hier alle fett rumlaufen. Ne? Und ich bin mir sicher, wenn ihr hier durch Austin, durch Downtown geht und ihr da so eine Familie seht, wo drüber quillt, dann kann ich euch versprechen, fragt die mal, wo die herkommen. Die kommen nicht aus Austin oder Texas. Naja, da ist so weit würde ich mich nicht aus dem Fenster Die kommen legen, aus Missouri oder Kansas. Oder Oklahoma. Nein, insgesamt, ich würde sagen, du kriegst hier wirklich gutes Essen. Definitiv. Leider schmeckt das Essen manchmal zu gut. Das heißt, dass man ein paar Pfund hier zugenommen hat. Ja. Definitiv. Aber wir machen ja auch viel Sport hier. Aber wir machen auch Sport hier. Das ist so. Also das ist wirklich so, ne? Die Amerikaner, das Essen hier kostet viel Geld. Das ist so, ne? Aber es gab ja mal so einen Kommentar, ihr seid ausgewandert in einem Land mit dem schlechtesten Essen der Welt. Ja, mein Gott, ey, du musst halt ja auch nicht in dein Urlaubsdenken in Amerika denken. Ne? Also klar, wenn ich im Urlaub bin, dann haue ich mir auch lieber Burger oder Fastfood oder was Frittiertes rein. Ne? So, aber das geht ja nicht auf Dauer. Ne? Und die haben hier super tolle Restaurants. Wirklich mit exzellentem Essen. Auch gar nicht ganz so teuer. Ne? Hier, The Grove beispielsweise hat super leckeres Essen. Wobei, das würde ich jetzt nicht so als... Doch, das ist okay. Das ist jetzt nicht so teuer. Und es gibt eine Menge Restaurants, die leckeres, gesundes Essen haben. Absolut. Also es kostet halt ein bisschen mehr, ne? Aber das Vorurteil war ja Fastfood an Amerikaner fett. Und das ist definitiv nicht so. In Texas hier nicht. Ich habe selten so eine sportliche Stadt, so eine sportliche Nation gesehen. Ne? Voller Kerle, echter Männer. Das wird für Mutti. Ja, weg waren wir. Wir haben den 5. März 2024 und das Wetter ist schon so heiß, dass mein iPhone gesagt hat, weißt du was, ich mache hier Feierabend. Es ist heute tatsächlich das erste Mal über 30 Grad. Ja, und ich schwitze mir auch den Wolf hier. Aber darum gehe ich jetzt wieder rein und schneide für euch das Video zusammen und lade es hoch. Das ist auch doof, ne? Weil wenn ihr das seht, habt ihr das ja schon gesehen. Ne? Ja, ihr seht, also wir könnten noch stundenlang kontrovers diskutieren über irgendwelche Themen und ich bin mir sicher, es gibt ganz viele Kommentare zu dem Video. Ich freue
freue mich über alle nett gemeinten Kommentare. Die doof gemeinten redet ihr untereinander, da reagiere ich nicht drauf. Aber hey, viel fein, viel eher. So, what up hier? What is here up? So. Aber wirklich nochmal Dankeschön für eure Unterstützung. Danke, dass ihr immer da seid. Eure ganzen lieben Nachrichten. Ich freue mich tierisch darüber. Das ist auch cool. Also ich freue mich vor allen Dingen, wir haben uns ja schon auch mit ein paar getroffen, ne, die wir eigentlich nur über YouTube kennengelernt haben. Die haben dann kommentiert und gesagt, ey, wir sind in Austin, ne? Können wir nicht mal ein Bier trinken? Ja klar. Super. Das geht immer. Also wir sind ja irgendwie, wir wohnen hier, ne? So, Ja. und wir freuen uns natürlich auch echte Menschen zu treffen und nicht nur über so einen Bildschirm. So, schreibt doch mal in die Kommentare, ob wir nächste Woche mal wieder live gehen sollen. Oder ist das für euch eigentlich langweilig und ihr guckt euch nur den aufgenommenen Livestream an? Weil dann würde ich lieber Videos aufnehmen, ne? Denn wenn wir da mit 5 Leuten im Videostream sitzen, macht das keinen Sinn, ne? Obwohl, es macht ja immer Sinn. Es macht immer Sinn. Auf jeden Fall schreibt es mir in die Kommentare und dann werden wir uns überlegen, ob wir nochmal live gehen und so eine Q&A live machen. Mal gucken, was da so passiert. Und ja, ansonsten schließe ich mich Tina völlig an. Ne? Also mir macht Spaß. Danke fürs Zuschauen und bis demnächst.